Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, ich habe mir gedacht, ich nehme euch mal wieder mit auf den guten alten Battle Mage. Da waren wir jetzt schon länger nicht mehr auf dem Server W27. Hier sind wir mit unserer Gilde hier immer noch sehr, sehr gut unterwegs. Wir können mal einen kleinen Check machen in der internationalen Ehrenhalle, wo wir hier jetzt momentan gerade stehen, auf Platz 84. Sind jetzt kurz davor, mit W27 W20 zu überholen. Und das ist schon eine ganz gute Ansage auf jeden Fall. Also es geht voran und ja, ich habe ja hier letztens auf dem Battle Mage mich ja auch fast komplett neu legendär ausgerüstet. Mir fehlten ja noch hier einmal die Schuhe und hier das Extra fehlte mir. Ansonsten habe ich ja eigentlich alles soweit neu aktualisiert und verzaubert und verbessert. Und ich habe tatsächlich auch ein bisschen Fortschritte schon gemacht. Und zwar habe ich den Cerberus in der Schattenwelt gelegt und das hatte mich so ein bisschen dazu veranlasst, dann auch mal auf dem Battle Mage wieder hier ein bisschen was euch zu zeigen. Denn es könnte ja sein, dass mit dem neuen Equipment jetzt auch eventuell neue Gegner fallen könnten. Der Cerberus ist jetzt schon ein paar Tage her. Ich glaube, den habe ich noch im letzten Jahr irgendwann besiegt gehabt. Frosch im Hals wie Franzosen, ja, wie man so schön sagt. Aber ich glaube, jetzt ist er weg. Weggehoppelt. Ja, und der Cerberus ist halt relativ easy gefallen nach unserem Upgrade, nach dem Legendary Dungeon. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme euch mal wieder mit und wir gucken mal zusammen, was einfach so auf W27 geht, so auf blauen Dunst, einfach mal in die Dungeons rein, ein paar Tries hier und da probieren, das ein oder andere Level-Up vielleicht mitnehmen und ja, dann mal schauen, was dabei so rumkommt. Ne? Jetzt kommt hier erstmal die Kunigunde und wir sind schon hier jetzt schon bei der Hälfte angelangt. Das ist schon ganz, ganz nice auf jeden Fall. Ist auch ein Geschickgegner, das heißt, wir haben auch tatsächlich die Chance hier auszuweichen und deswegen, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich brauche nachher gar nicht mehr so viel machen als Battle Mage. Ich denke mal, meine Begleiter haben hier schon das meiste erledigt und ja, ich habe jetzt mir nicht weiter vorher auf W27 hier die Prozente oder so irgendwie ausgerechnet hier und da, wie gesagt, alles auf blauen Dunst und mal schauen, was denn so bei rumkommt, ne? Alter, meine Begleiterregeln hier, das ist schon fast alleine, ne? Und ja, deswegen schauen wir mal gleich rein. Könnte sein, dass es auch komplett nach hinten losgeht und wir jetzt keinen einzigen Dungeon schaffen. Das kann auch sein, dass der Cerberus jetzt hier einfach nur ein Glückstreffer war. Sieht anscheinend auch so aus, weil ja meine Begleiter den komplett weggekrittet haben, hier irgendwie weggeballert haben. Ohne dass ich hier irgendwie großartig was machen muss. Jetzt kommt noch ein Feuerball von mir. Okay, der hat jetzt nicht so viel gebracht, der Feuerball. Ich dachte, der hätte ein bisschen mehr Impact, aber so viel hat er jetzt auch nicht gehabt an Schaden. Ja, dafür stecken wir aber relativ viel ein hier gegen den Cerberus. Der macht uns nicht so viel Schaden. Und wenn wir einen Crit-Treffer raushauen, na komm, hau mal raus hier. Na, hau mal nochmal einen raus. Ja, jetzt zögert er ein bisschen hier. Ja, komm, einen Crit-Treffer will ich noch sehen. Einer ist noch drin hier, komm. Jetzt weicht er aus. Okay, nee, schade, kein Crit-Treffer. Ich habe hier eine Waffe bekommen. Habe ich die überhaupt schon ausgerüstet gehabt? Ja, die habe ich tatsächlich schon ausgerüstet. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal rein ins Abenteuer. Ja, mal schauen, was bei rumkommt. Den einen Skillpunkt, den verskillen wir noch. Ich gehe momentan hier auf Ausdauer. Ich denke mal, ich werde so auf 10.000 Ausdauer vielleicht jetzt erstmal wieder hochgehen. War jetzt relativ stark auf Stärke fixiert, aber jetzt muss ich mal so langsam wieder wirklich Ausdauer aufholen. Ich habe mir so gedacht, als Battle Mage machst du so viel gleichbleibenden, konstanten Schaden, gleichst du das mal ein bisschen aus, indem du mehr Stärke hier skillst. Außerdem auch nicht verkehrt für die Ehrenhalle, weil hier, ja, eigentlich die Top 10 fast ausschließlich bis hier auf den einen Assassin ausschließlich aus Kriegern besteht. Das heißt, das Hauptattribut in der Ehrenhalle herrscht hier halt Stärke. Und da ist es halt besser, je mehr man von dem Hauptattribut der anderen, also vom eigenen Attribut hat, weil es ja dann auch gleichzeitig dann eben als Verteidigung, sage ich mal, gegen die anderen Klassen fungiert. Ne? Aber die Ausdauer sollte man natürlich auch nicht vernachlässigen, das ist ganz klar. Und ja, das ist hier, denke ich mal, wegen der Ehrenhalle ganz gut. So, wir schauen mal rein. Wir gehen mal auf Hermoridor, gucken wir mal die ersten Tries uns an. Die sehen schon sehr gut aus, deswegen würde ich mal sagen, bleiben wir mal erstmal hier drinne
Und der ist auch schon down. Das ging jetzt tatsächlich schneller als erwartet. Gucken wir uns mal an, was hier passiert ist. Ja, gucken wir uns mal den Fight an. Die Kriegerfights immer sehr lange. Wir skippen mal. Okay, der hat ganz okayen Schaden gemacht. Marquardt hat fast... Ich meine, gut, der hat viel Schaden ausgeteilt, aber der hält auch nicht wirklich sehr viel aus. Oha! Okay, die Kunigunde war auf jeden Fall hier, die reingecarried hat. Was ist denn hier los? Da wurde wohl versucht, hier ein bisschen mich abzufarmen hier irgendwie. Okay. Okay. Oh, ist klar. Ich will nochmal den Fight von der Kunigunde mir anschauen hier. Die scheint ja ganz gut ausgewichen zu sein. Und so viel hält die anscheinend auch nicht aus gegen hier den Schlund. Aber ihr seht ja, der macht relativ viel Schaden. Jetzt muss ich eigentlich nur die ganze Zeit ausgewichen haben. So. Einser, Zweier-Kombo. Ja. 3. Okay, aber der hält auch nicht viel aus. 4. 5. Und 6. Ja. 7. Sehr gut. Gut, 7 Mal ausgewichen, das ist schon ganz nice. Ja, easy peasy, wieder 300 Millionen Erfahrung gesnackt. Jetzt gucken wir uns mal an, den Nekromanten hier. Der ist, glaube ich, der wird, glaube ich, noch ein bisschen länger dauern, oder? Weil der hat ziemlich viel Stärke. Ist nicht so nice. Ja, ich glaube, der wird noch ein bisschen... Das wird noch ein bisschen dauern hier, bis der down ist. Deswegen setzen wir mal hier gar nicht viel mehr Pilze rein. Wir gehen mal zur Taverne. Mal schauen, wie es hier aussieht. Hier bin ich sehr gespannt, ob hier was fällt oder nicht. Hier sahen die Tries schon teilweise echt nicht verkehrt aus. Deswegen mit ein bisschen Einsatz könnte es sein, dass wir hier die Hexe auch besiegen. Und die Gegner hier in der dunklen Doppelgänger-Taverne, die sind ja teilweise so skafft, dass die Gegner danach ja auch wirklich manchmal leichter sind als die hinteren Gegner leichter sind als die vorderen so. Ne? Aber das sieht hier auch mehr nach einer Falle aus als alles andere. Dadurch, dass es halt ein Intelligenzgegner ist, kriegen wir halt immer fast den gleichen Schaden, weil wir halt nichts machen können. Wir können nicht ausweichen. Mein Feuerball macht auch keinen Schaden so. Ne? Und wir sind halt Battlematch und machen eh nicht viel Damage. Spanne ist okay, ist aber auch nicht die beste. Das heißt, viele variable Chancen habe ich da gegen die Hexe tatsächlich noch nicht. Aber die Tries sahen wirklich teilweise echt sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Und genauso wie hier bei der Medusa ist aber auch wieder das gleiche. Ist auch wieder ein Intelligenzgegner mit 5,2 Milliarden Leben. Sieht das auch hier eher schlecht als recht aus. Was ist denn los? Das ist hier wieder W27. Wenn ich hier, also alles, was kurz nach 4 ist, wir haben es jetzt gerade 5:27 Uhr in der Früh. Ja, also zwischen 4 und 6 ist es hier immer auf dem Server nicht so nice zu spielen, weil es hier teilweise nach den Serverwartungen immer noch weitere Wartungen gibt, wo der Server nicht erreichbar ist. Das ist aber auch nur auf W27 irgendwie gefühlt so. Okay, gut, die Medusa will nicht fallen. Wir haben jetzt bisher einen Gegner besiegt und viel mehr noch nicht. Ich glaube, der wird hier auch nicht weiter machbar sein. Das ist auch ein Intelligenzgegner. Wir haben hier sehr viele intelligente Gegner hier am Start. Was mir gar nicht gefällt. So, was haben wir hier? Die Midgard-Schlange. Ist ein Geschickgegner. Muss man mal gucken, ne? Der könnte eventuell liegen. So, als einziger Nicht-Magier liegt hier die Midgard-Schlange. Gucken wir uns das Ganze mal an. Oh, Bertram auch schon sehr, sehr viel Schaden gemacht. Okay, Marquardt hat auch reingekrittet. Und die Kunigunde hat wieder gut gecarried. Unser Feuerball macht auch ordentlich Schaden. Ja. Und dann gucken wir mal gleich. Ich weiß jetzt nicht, wer nach der Midgard-Schlange jetzt direkt kommt. Auf jeden Fall haben wir wieder 300 Millionen gesnackt. Das ist ganz nice. Lebensenergie, gut, das kann man alles nicht gebrauchen. Mal schauen, was sagt denn der Marquardt hierzu. Oh. Oha. Ja, okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist ja ein heftiges Upgrade. Dann machen wir mal folgendermaßen hier. Stell dich mal vor, ich hätte einen Lecce bekommen hier für den Marquardt, Alter. Das hätte ja ordentlich reingescheppert. Krass. Nehme ich den Edelstein heraus oder gönne ich ihm hier einen legendären? Ich glaube, ich gönne ihm mal einen legendären hier. Komm, du machst ganz gute Arbeit. Das sei dir mal gegönnt. Viele Lecce-Steine kriege ich hier nicht auf dem Server. Komischerweise auf meinem Main auch nicht sehr viel in letzter Zeit.
Das weiß ich nicht, woran das liegt. Ja, einfach Pech oder so. Aber auf dem Battle Mage habe ich ja noch wenige Items im legendären Dungeon. Das heißt, die Chance ist ja sowieso ein bisschen geringer, ja, Leggy-Steine auch zu bekommen. Genau. So, gut, das haben wir erstmal soweit ausgerüstet. Ja, Hauptsache, wir haben ja den Runenbonus. Das ist erstmal für den 15% Leben. Das ist okay. Auf viel mehr gebe ich da jetzt nicht Wert bei den Begleitern. Außer vielleicht Leben, aber danach ist alles, ja. Oh, warte mal, was war das denn? Da haben wir gerade irgendwie sehr viel Schaden gemacht. Was mit dem Feuerball? Boah, guckt euch mal den Feuerball an, Junge. So ein Feuerball. Jetzt besiegen wir den wahrscheinlich schon, wa? Ich wollte mir noch einen Feuerball angucken. Nee, lass mal. Okay. Fenris-Wolf ist ja ein Berserker, soweit ich weiß, glaube ich. Alter, wie heftig hat denn... Und hat er den jetzt nicht gespeichert? Oh, nee, das wäre schade. Wie heftig hat denn der Feuerball reingecarried bei ihnen, ey. Holy shit, ich mache mal einen Arena-Kampf und speichere den mal. Okay, ja, keine Ahnung, ich kann die auch nicht mehr speichern irgendwie. Oh, na gut, aber ich habe es auf Video zumindest. Ja. Das war ein heftiger Feuerball, Alter. Krass. Es ist nochmal 6 Stat-Punkte besser. Okay. Ja, schade, hätte ich noch ein bisschen warten können. Aber heftig. Surtur. Ich glaube, dann hauen wir gegen Surtur. Ist ja das Gleiche. Ist ja auch ein Berserker. Da dürften wir auch einen ziemlich heftigen... Oha. Einen ziemlich heftigen Feuerball raushauen. Mal schauen. Yo, Alter. Der Feuerball ist ja komplett broken gegen Berserker, ey. Boah. Alter, was? Das hätte ich nicht gedacht. Dass der so heftig hier reincarry. Guckt euch das mal an, wie viel Schaden der macht, Alter. Boah. Da carryen wir ja fast alleine hier. Da muss ja nur mal mein Marquardt einen schönen Treffer raushauen hier. Weil gegen Intelligenzgegner, ja, die machen ja auch Doppelschaden gegen Bersis, ne? Haben wir so einen Crit. Und dann ist der weg, der Kollege. Da muss die Kunigunde nur ein paar Mal ausweichen und dann ist der down. Ja, den sollten wir eigentlich schaffen. Skippen wir mal ein bisschen. Aber ich möchte mir die Feuerbälle angucken. Vielleicht, wenn meine Begleiter eine gute Vorarbeit leisten, was jetzt momentan leider nicht so aussieht, dann besiegen wir den eventuell schon mit einem Feuerball. Guckt euch das mal an, Alter. Das ist ja unglaublich krass. So, meine Begleiter müssen nur so bis zur Hälfte kommen. Und den Rest mache ich ja schon fast alleine hier. Das sollte eigentlich machbar sein, so vom Ding her. So, Marquardt mal so ein Crit. Kunigunde ein bisschen ausweichen. Und dann ist das Ding gegessen. Ja. Ist vielleicht leichter gesagt als getan. Ich will den Kampf aber auch nicht unbedingt hier skippen. Weil nachher speichert der wieder nicht hier. Das wäre sehr ärgerlich. Weil den Finishing Move, den will ich mir natürlich anschauen hier. Wenn ich den hier mit dem Feuerball zur Strecke bringe. Das ist ja echt heftig. Mache ich danach noch viel Schaden? Ja, das geht eigentlich. Eigentlich mache ich, keine Ahnung, gefühlt 70% alleine. Durch den Feuerball und meine Angriffe, die ich hier so mache. Heftig. Krass, das macht Spaß mit dem Battle Mage, muss ich gerade sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass der hier so heftig Schaden raushaut. Leider ist er hier gerade der Einzige, was, ja, was den Schaden angeht. Okay, wir skippen uns mal langsam durch, sodass ich den Kampf dann nicht skippe, aus Versehen, und der nicht gespeichert wird. Weil der Dungeon Fight davor, der ist ja jetzt auch nicht leider gespeichert worden gegen den Fenris-Wolf. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Die können manchmal ein bisschen rumbuggen, sag ich mal. So. Wir skippen durch, bloß nicht irgendwie zu schnell, weil es könnte sein, dass er jeden Moment hier fallen wird. Boah, der war knapp gewesen. Digga, die Feuerbälle sind unglaublich krass. Der muss liegen. Wir werden ein bisschen schneller. Ja, also den will ich noch down haben hier, die Folge, auf jeden Fall. Sonst kann ich nicht nach Hause gehen hier. Ja. Okay, kommen wir spammen durch. Wenn wir den überspringen sollten, dann ist es halt so. Ich hoffe, der wird dann trotzdem gut geschrieben, weil wenn man die besiegt, sollten die eigentlich safe immer angezeigt werden. In der Post. Die erfolgreichen Kämpfe zumindest. Aber ihr habt ja gesehen, das ist nicht immer der Fall. Ah, komm, der ist hartnäckig hier, der Surtur. Digga, da muss auch nur mal die Kunigunde ein bisschen reincarryen, dann war es das doch schon an der Stelle gewesen.
Dann war es das doch schon gewesen hier an der Stelle. Komm, gönn. Gönn mir jetzt den Surtur. Dann haben wir hier die nordischen Götter down. Das ist der Endgegner. Der Endboss von den nordischen Göttern. Wir kriegen ihn zu 70% alleine schon gecarried. Nur meine Begleiter müssen ein bisschen was dazu leisten. Aber da sieht man mal wieder, wie konstant eigentlich so, ne? Wie konstant eigentlich so der Battle Mage ist, ne? Warte mal, da war ein richtig knapper Try eben dabei. Ja, die Angriffe verändern sich halt kaum so, ne? Da ist halt jetzt nicht so viel mehr Potenzial. Die Spannweite geht jetzt nicht so krass auseinander. Wenn da was random mal vorkommen sollte, dann ist es die Kunigunde, die halt ausweicht. Nice, da haben wir ihn down. Low-Key freigeschaltet, sehr cool. Okay, Kampf wird gespeichert. Ich mache nochmal so, sicherheitshalber. Okay, Post, bitte. Ja, da ist er. Gleich hier anpinnen. Surtur. Wir gönnen uns den Kampf. Mal schauen, was bei rumgekommen ist. Ey, ich bin sehr gespannt, was meine Kunigunde da gemacht hat. Bertram hat ja jetzt nicht so viel geschafft. Der Marquardt hat einen Crit rausgehauen. Das ist sehr gut, das musste er auch machen. So. Das waren jetzt schon 2-mal, ne? Ich glaube jetzt 3-mal. 4-mal. Okay. Dann ist jetzt 5-mal, 6-mal, 7-mal, 8-mal, 9-mal, 10-mal, alles klar. 11-mal, 12-mal, 13. Okay, 13 Mal ausgewichen. Und jetzt kommen wir mit dem Feuerball. Boom! Digga, fast 700 Millionen Schaden mit dem Feuerball. Krass. Ich feiere nach wie vor den Battle Mage, ne? So eine coole Klasse. Bin ich echt froh, dass ich den als Zweitchar, also dass der direkt nach meinem Main kommt, so vom Fokus her. Bin ich schon sehr glücklich, dass ich mich damals für den Battle Mage entschieden habe und auch entschieden habe, den weiter durchzuziehen. Das ist schon echt, also ist schon eine sehr, sehr coole Klasse. Im Late Game macht der unglaublich viel Spaß. Im PvP ist der nachher so stark und deswegen bin ich auch weiterhin gespannt, was mit unserer Battle Mage Gilde hier passieren wird, wie sehr die aufsteigen wird, hier noch weiterhin in der internationalen Ehrenhalle. Ich werde euch weiterhin hier auch zwischendurch immer mal auf dem Laufenden halten. Aber das war es erstmal soweit von dem Battle Mage hier. Coole Berichterstattung auf jeden Fall mal hier aus der Zentrale des einzig wahren Mampfkagiers. Ne? Und das war es soweit. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.